Was, wenn das Mittelalter Panzer und Flugmaschinen gehabt hätte? Beim Mittelalter denken wir an Bogen, Ritter und Seuchen. Aber was, wenn ich Ihnen sage, dass in diesem sogenannten dunklen Zeitalter Ideen geboren wurden, die ihrer Zeit um Jahrhunderte voraus waren? Ein Panzer im 15. Jahrhundert, ein Flugversuch 900 Jahre vor den Gebrüdern Wright, dies sind die Geschichten der genialsten Erfindungen des Mittelalters, die es nie geschafft haben. Und wir werden herausfinden, warum ihr Scheitern vielleicht ihr größter Triumph war. Beginnen wir mit Platz 5. Wir schreiben das Jahr 1335. Ein italienischer Gelehrter entwirft für einen neuen Kreuzzug einen massiven Kriegswagen, angetrieben von einer riesigen, senkrecht stehenden Windmühle. Die Idee war revolutionär, eine unaufhaltsame Festung auf Rädern, die allein durch die Kraft der Natur über die Schlachtfelder des Heiligen Landes fegen sollte. Ein früher genialer Traum mechanisierter Kriegsführung. Doch in diesem Konzept verbarg sich ein fataler Konstruktionsfehler. Die Maschine hat zwei Feinde, die auf keinem Schlachtplan stehen: das Wetter und das Gelände. Ein Kriegswagen, der nur bei starkem, konstantem Wind fährt, ist unberechenbar. Und eine Waffe, die nur auf brettebenen Flächen funktioniert, ist in der hügeligen Realität eines Feldzuges schlicht nutzlos. So wurde der Windkarren nie gebaut. Er bleibt ein faszinierender Traum auf dem Pergament, eine der ersten Visionen eines Automobils, erdacht für den Krieg, aber besiegt von den simplen Launen der Natur. Auf Platz 4 unserer Liste steht eine Erfindung, die den Menschen in eine Welt vordringen lassen sollte, die ihm bis dahin völlig verschlossen war: die Tiefe der Meere und Flüsse. Wir befinden uns im frühen 15. Jahrhundert. Ein deutscher Kriegstechniker entwirft einen Anzug für das Undenkbare. Seine detaillierten Zeichnungen zeigen eine wasserdichte Jacke aus Leder, verbunden mit einem schweren Metallhelm mit Sichtfenstern aus Glas. Ein langer Schlauch sollte den Träger mit lebenswichtiger Luft versorgen. Die Möglichkeiten schienen grenzenlos. Feindliche Schiffe ungesehen sabotieren oder wertvolle Fracht aus Wracks bergen. Doch die geniale Vision traf auf die brutale Physik. Der Entwurf ignorierte die gewaltigste Kraft unter Wasser: den Druck. Schon in wenigen Metern Tiefe wäre die Last des Wassers so immens gewesen, dass sie den Anzug und den Körper des Tauchers einfach zerquetscht hätte. Hinzu kam das ungelöste Problem der Luftversorgung. Ein kleiner Luftsack reicht nicht zum Atmen. Der Anzug war somit mehr eine kühne Idee als ein funktionsfähiger Prototyp. Er ist das perfekte Beispiel für eine Erfindung, deren Ambition der wissenschaftlichen Erkenntnis um Jahrhunderte voraus war. Auf Platz 3 steht kein Gerät, das eine bestimmte Aufgabe lösen sollte, sondern ein Traum, der die Welt für immer verändert hätte. Der Traum von unendlicher Energie, das Perpetuum mobile. Im 13. Jahrhundert skizzierte ein französischer Architekt eine der berühmtesten Darstellungen dieser Idee. Es ist ein Rad, an dem eine ungerade Anzahl von schwingenden Hämmern befestigt ist. Die Logik dahinter schien genial und bestechend einfach. Die Hämmer auf der abfallenden Seite sind durch ihre Position immer weiter vom Zentrum entfernt als die auf der aufsteigenden Seite. Ihr längerer Hebelarm sollte ein ständiges Ungleichgewicht erzeugen und das Rad für immer in Bewegung halten. Doch diese elegante Idee hat einen unbesiegbaren Gegner: die Physik. Das Konzept ignoriert, dass sich die Kräfte am Rad ausgleichen. Der Hebelverteil der wenigen fallenden Hämmer wird durch das Gewicht der vielen steigenden Hämmer aufgehoben. Und selbst wenn das nicht der Fall wäre, würde die unüberwindbare Kraft der Reibung jede Bewegung über kurz oder lang unweigerlich zum Stillstand bringen. Das Perpetuum mobile ist vielleicht der intelligenteste Fehlschlag des Mittelalters. Es ist eine wunderschöne, logische Falle, die zeigt, dass selbst die genialste Mechanik an den fundamentalen Gesetzen unserer Natur scheitern muss. Auf Platz 2 steht eine Erfindung, die das Schlachtfeld für immer verändert hätte. Fast 400 Jahre zu früh. Es ist der Entwurf eines gepanzerten Kampfwagens, gezeichnet von dem wohl größten Universalgenie der Renaissance, im Jahr 1487.
Sein Konzept war eine mobile Festung. Ein hölzerner, schildkrötenartiger Panzer, der mit Metallplatten verstärkt war. Das wirklich Geniale daran: die Panzerung war abgeschrägt, um feindliche Geschosse einfach abprallen zu lassen. Ein Prinzip, das noch heute bei modernen Panzern angewendet wird. Angetrieben von 8 Mann im Inneren, sollte diese Waffe mit ihrer 360-Grad-Feuerkraft durch jede feindliche Linie brechen. Doch die Vision scheiterte an einer simplen Hürde: dem schieren Gewicht. Die immense Masse der Konstruktion hätte von menschlicher Muskelkraft niemals effektiv auf einem schlammigen Schlachtfeld bewegt werden können. Das Innere wäre eine qualvolle Hölle aus Lärm, Pulverdampf und purer Erschöpfung gewesen, in der jede Koordination unmöglich gewesen wäre. So blieb der Panzerwagen eine revolutionäre Idee auf dem Papier, eine Blaupause für die Zukunft, die auf die Erfindung des Verbrennungsmotors warten musste, um Realität zu werden. Und auf Platz 1 der älteste, kühnste und tiefste Traum der Menschheit, der Traum vom Fliegen. Fast 900 Jahre vor den Gebrüdern Wright, im frühen 11. Jahrhundert, wagte ein englischer Mönch das Unmögliche. Er stand auf dem höchsten Turm seiner Abtei, schnallte sich selbst gebaute ruderartige Flügel an Arme sowie Füße und sprang in den Abgrund. Doch was dann geschah, ist kein Märchen. Er stürzte nicht einfach ab, er flog. Berichte aus seiner Zeit besagen, dass er über 200 Meter weit durch die Luft segelte. Ein für die damalige Zeit unfassbarer Triumph des Mutes. Doch der Flug war instabil, ein unkontrollierter Gleitflug, der unweigerlich mit einem Absturz endete. Der Mönch überlebte, war aber für den Rest seines Lebens ans Bett gefesselt. Aber hier, im Scheitern, liegt die wahre Genialität dieser Geschichte. Er selbst analysierte seinen Fehler präzise und kam zu dem Schluss, ihm fehlte ein Heck. Er verstand, dass er, anders als ein Vogel, keine Schwanzfedern zur Stabilisierung und Steuerung hatte. Diese Erkenntnis ist der eigentliche Geniestreich. Sie macht diesen Sprung zum brillantesten Fehlschlag des Mittelalters, denn er war der erste, winzige, aber korrekte Schritt auf unserem langen Weg in den Himmel. Innovation ist ein Prozess aus Versuch und Scheitern. Diese Erfindungen waren Meilensteine des Denkens. Welche hat euch am meisten fasziniert? Schreibt es in die Kommentare. Liked und abonniert für vergessene Geschichte.